Ein Gespräch über ein Ticket. Guten Tag, die Fahrkarten bitte. Oh, einen Moment bitte. Haben Sie eine gültige Fahrkarte? Nein, leider nicht. Sie sind also ohne Ticket eingestiegen? Ja, ich war unsicher und dachte, ich kann es im Zug kaufen. Das ist leider nicht möglich. Oh, das wusste ich wirklich nicht. Wohin fahren Sie denn? Ich fahre nur ein paar Stationen. Auch für kurze Strecken brauchen Sie ein Ticket. Ja, das verstehe ich jetzt. Wann sind Sie eingestiegen? An der letzten Station. In Ordnung. Was passiert jetzt? Sie müssen an der nächsten Station aussteigen. Und dort ein Ticket kaufen? Genau, dort gibt es einen Automaten. Kann ich dort mit Karte zahlen? Ja, Karte oder Bargeld ist möglich. Und dann nehme ich einfach den nächsten Zug? Ja, den nächsten Zug in dieselbe Richtung. Bekomme ich eine Strafe? Nein, heute nicht, aber bitte kaufen Sie nächstes Mal vorher ein Ticket. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Die nächste Station kommt gleich. Gut, dann steige ich dort aus. Danke für Ihr Verständnis. Danke für die Erklärung. Ein Gespräch über den Sitzplatz. Entschuldigung, ist dieser Sitzplatz frei? Ja, der Platz ist frei. Danke, dann setze ich mich hier. Gerne, kein Problem. Ist das hier ein reservierter Platz? Nein, keine Reservierung nötig. Gut, ich war mir unsicher. Das passiert oft im Zug. Kommt noch jemand für diesen Platz? Nein, bleiben Sie ruhig sitzen. Wirklich? Ja, ich gehe einfach nach nebenan. Das ist sehr nett von Ihnen. Kein Problem. Machen Sie es sich bequem. Danke, das hilft mir sehr. Gerne, gute Fahrt noch. Danke Ihnen auch. Ein Gespräch mit einem Mitreisenden. Fährst du diese Strecke öfter? Ja, ziemlich oft. Meistens wegen der Arbeit. Ach so. Arbeitest du weit weg? Nicht extrem, aber zu weit zum Pendeln jeden Tag. Dann bleibst du dort über Nacht? Ja, meistens 1 oder 2 Nächte. Und heute? Heute fahre ich bis zur Endstation. Wo ist das genau? In einer kleinen Stadt am Fluss. Klingt ruhig. Ist es auch, das mag ich. Kommst du ursprünglich von dort? Nein, ich bin dort nur zum Arbeiten. Woher kommst du denn? Aus einer größeren Stadt im Süden. Ah, daher der Akzent. Ja, den hört man wohl noch. Ich komme aus dem Norden. Das hört man auch ein bisschen. Wohin fährst du nach der Arbeit dort? Meistens direkt zurück. Also kein Urlaub? Leider nicht, nur Alltag. Und was machst du dort genau? Ich arbeite in einem kleinen Projektteam. Klingt nach viel Verantwortung. Geht so, aber es hält mich beschäftigt. Fährst du gern Zug? Ja, man kann nachdenken oder einfach schauen. Die Landschaft hier ist schön. Ja, besonders die Felder und der Fluss. Ich schaue auch gern aus dem Fenster. Dann vergeht die Zeit schneller. Hast du schweres Gepäck dabei? Nein, nur einen Rucksack. Praktisch. Ja, ich versuche wenig mitzunehmen. Bleibst du länger als ein paar Tage? Nein, nur bis übermorgen. Und dann wieder zurück? Genau. Gleiche Strecke, anderer Tag. Ich fahre heute nur kurz. Wohin genau? Zu meiner Schwester. Besuch? Ja, wir sehen uns nicht so oft. Dann ist die Fahrt ein kleiner Teil davon. Genau. Aber ein schöner Teil. Das kann ich gut verstehen. Redest du oft mit Leuten im Zug? Eigentlich nicht. Heute schon. Ja, heute passt es irgendwie. Stimmt. Es ist ruhig hier. Und niemand hat es eilig. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit dort. Danke. Dir einen schönen Besuch. Vielleicht sieht man sich wieder auf der Strecke. Möglich. Die Strecke fährt ja öfter. Gute Weiterfahrt. Dir auch. Ein Gespräch über einen Kaffee.
Hallo, kann ich einen Kaffee bestellen? Ja, gern. Welchen Kaffee möchten Sie? Was haben Sie zur Auswahl? Wir haben Filterkaffee und Cappuccino. Haben Sie auch Espresso? Ja, den haben wir auch. Okay, ich nehme trotzdem einen Cappuccino. Mit Milch oder laktosefrei? Mit normaler Milch, bitte? Möchten Sie ihn eher stark oder normal? Normal ist gut. Alles klar. Möchten Sie Zucker dazu? Nein, ohne Zucker. Soll ich ihn hier trinken oder zum Mitnehmen? Ich trinke ihn hier. Kein Problem. Ist der Kaffee frisch? Ja, ich mache ihn gerade neu. Das riecht schon gut. Ja, der Kaffee ist heute besonders frisch. Das freut mich. Möchten Sie dazu etwas Kleines essen? Nein, nur den Kaffee. Alles klar, dann dauert es nur einen Moment. Kein Stress, ich habe Zeit. Gut, Arbeiten Sie schon lange hier im Bordbistro? seit etwa einem Jahr. Gefällt Ihnen die Arbeit? Ja, meistens schon. Ist es heute sehr stressig? Es geht, jetzt ist es eher ruhig. Vorhin war mehr los? Ja, am Vormittag kommen viele Leute. Das glaube ich. Jetzt nutzen viele die Zeit zum Ausruhen. Dann ist ein Kaffee genau richtig. Genau, kurz stehen und entspannen. Kann ich mit Karte bezahlen? Ja, Karte ist möglich. Gut. Dann halte ich das Gerät kurz hin. So, fertig. Danke. Vielen Dank. Gern. Hier ist Ihr Cappuccino. Super, danke schön. Guten Genuss. Danke, den wünsche ich Ihnen auch für den Tag. Vielen Dank. Ein Gespräch über eine Verspätung. Entschuldigung, wissen Sie etwas zur Verspätung? Ja, der Zug hat gerade Verspätung. Wie viele Minuten sind es ungefähr? Etwa 10 Minuten. Ist das schon sicher oder kann es mehr werden? Im Moment sind es nur 10 Minuten. Woran liegt die Verspätung? Es gibt ein Problem auf der Strecke. Ein technisches Problem? Ja, so wurde es eben gesagt. Passiert das hier oft? Manchmal, besonders zu dieser Zeit. Also eher am Abend? Ja, dann ist viel Verkehr auf der Strecke. Kommen wir trotzdem heute an? Ja, wir kommen an. Nur etwas später. Das ist gut zu hören. Ja, es ist ärgerlich, aber kein großes Problem. Gibt es einen Anschlusszug für mich? Ja, es gibt einen Anschlusszug. Wartet der Anschluss auf diesen Zug? Ja, der wartet meist kurz. Muss ich dafür etwas tun? Nein, Sie müssen nichts machen. Muss ich umsteigen oder bleibt es der gleiche Zug? Sie müssen einmal umsteigen. Ist der Weg weit? Nein, nur ein kurzer Weg am gleichen Gleis. Muss ich mich beeilen? Ein bisschen, aber nicht rennen. Gut zu wissen. Achten Sie einfach auf die Durchsage. Kommt die Durchsage bald? Ja, in ein paar Minuten. Wird sie auch auf Englisch gemacht? Meistens ja, zumindest kurz. Das hilft mir sehr. Gut. Soll ich sitzen bleiben oder aufstehen? Bleiben Sie ruhig sitzen. Dann warte ich hier. Das ist am entspanntesten. Das beruhigt mich. Das freut mich. Danke für die Information. Gern, kein Problem. Dann hoffe ich, dass es nicht länger dauert. Ja, das hoffen wir alle. Einen ruhigen Abend noch. Ihnen auch. Ein Gespräch kurz vor der Ankunft. Entschuldigung, wir kommen bald an, oder? Ja, in etwa 5 Minuten. Ist das schon der Hauptbahnhof? Nein, das ist der nächste Halt. Ah, gut, dann habe ich noch Zeit. Ja, Sie können sich langsam fertig machen. Muss ich gleich aussteigen? Ja, bitte an der nächsten Station. Kommen wir auf Gleis 7 an? Ja, Gleis 7 ist richtig. Gibt es viele Leute beim Aussteigen? Ja, es wird etwas voll.
Dann stehe ich lieber früh auf. Das ist eine gute Idee. Soll ich mein Gepäck jetzt schon nehmen? Ja, das ist besser. Gibt es eine Durchsage gleich? Ja, die kommt gleich. Ich höre immer schlecht im Zug. Dann achten Sie auf die Anzeige. Danke für den Hinweis. Kein Problem. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist normal vor der Ankunft. Dann bin ich bereit. Gute Weiterreise. Ein Gespräch nach dem Aussteigen. So, wir sind angekommen. Ja, das ist der richtige Bahnhof. Es sind viele Leute hier. Ja, jetzt ist viel Verkehr. Bin ich hier richtig ausgestiegen? Ja, das ist die Endstation. Gut, dann bin ich erleichtert. Haben Sie alles dabei? Ja, meine Tasche und meinen Rucksack. Sehr gut. Wo geht es hier zum Ausgang? Geradeaus und dann links. Muss ich die Treppe nehmen? Ja, oder den Aufzug dort. Ich nehme lieber die Treppe. Das geht schneller. Es ist laut hier. Ja. Bahnhöfe sind oft laut. Ich muss mich kurz orientieren. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Danke, das ist nett. Kein Problem. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Tag. Danke Ihnen auch. Ein Gespräch über den Weg am Ziel. Hallo, können Sie mir kurz helfen? Ja, gern. Was brauchen Sie? Ich suche den Weg zur Innenstadt. Die Innenstadt ist nicht weit von hier. Kann ich von hier zu Fuß gehen? Ja, zu Fuß ist es am einfachsten. In welche Richtung gehe ich zuerst? Gehen Sie hier geradeaus bis zur großen Straße. Ist das die Straße mit den vielen Autos? Ja, genau die. Und was mache ich dort? Dort gehen Sie nach links. Gibt es dort eine Ampel? Ja, an der Kreuzung ist eine große Ampel. Muss ich dort lange warten? Meistens nicht, es geht recht schnell. Gut zu wissen. Danach gehen Sie einfach weiter geradeaus. Komme ich an einem Platz vorbei? Ja, Sie sehen einen kleinen Platz mit Bänken. Das klingt gut. Dort sind oft viele Leute. Dann bin ich richtig. Genau. Gibt es ein Gebäude, an dem ich mich orientieren kann? Ja, auf der rechten Seite ist ein großes, altes Haus. Okay, das merke ich mir. Danach sehen Sie schon die ersten Geschäfte. Dann bin ich fast da. Ja, ab dort beginnt die Innenstadt. Wie lange brauche ich ungefähr von hier? Etwa 10 Minuten, wenn Sie normal gehen. Das klingt gut. Verlaufen können Sie sich eigentlich nicht. Das beruhigt mich. Wenn Sie unsicher sind, folgen Sie einfach den Menschen. Das ist ein guter Tipp. Die meisten gehen in die gleiche Richtung. Vielen Dank für die Erklärung. Kein Problem, gern geschehen. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Danke, einen schönen Tag noch. Ihnen auch.